Es wird Zeit, wieder mal Wäsche zu waschen und darum fahren wir zum Campingplatz in Sorsele. Der Campingplatz wird von einem sehr freundlichen deutschen Ehepaar betrieben, ist sauber und ordentlich und recht weitläufig. Weiter geht's auf dem Inlandswegen der E45 Richtung Norden. Und wieder steht ein Elch am Straßenrand. Um zum Trollforsen zu gelangen, biegt man nach der Überquerung des mächtigen PT-Elven links in eine Schotterstraße ab. Die 16 Kilometer Schotterpiste bis zum Trollforsen sind zwar nicht gerade angenehm zu befahren, aber auch mit einem großen Wohnmobil durchaus machbar. Sie erreichen Ihr Ziel in 300 Metern. Trollforsen ist eine der größten Stromschnellen Europas. Er ist nicht so mächtig wie der 70 Kilometer flussabwärts liegende Storforsen, aber dennoch mehr als beeindruckend. Auf einer Strecke von 800 Metern fließt der Fluss PT-Elven zwischen Felsen und über Klippen und überwindet dabei einen beträchtlichen Höhenunterschied. Das Gebiet ist teilweise für Wanderer erschlossen. Der Wanderweg beginnt mit einer schmalen, schwankenden Hängebrücke über den Fluss, für maximal 2 Personen gleichzeitig oder 150 Kilo zugelassen. Der umgebende Naturwald ist durchzogen von Flussläufen und Altwässern, kleineren Seen und Sümpfen. Der etwa 400 Kilometer lange PT-Elven ist einer der wenigen Flüsse Schwedens, in die kein Wasserkraftwerk gebaut wurde. Gar nicht so einfach. Sie hat es geschafft. Gib mir deine Hand. Mit Hilfestellung. Tja.
Abendsonne taucht die Umgebung in ein ganz besonderes goldenes Licht. Und längst geht die Abenddämmerung nahtlos in die Morgendämmerung über. Am nächsten Morgen brechen wir zeitig auf Richtung Polarkreis. Unser heutiges Ziel ist der Muddus Nationalpark. Kurz vor Jokkmokk überschreiten bzw. überfahren wir den berühmten 66. Breitengrad. All the cards have been played, haven't they? Know your worth and say it like a curse out on the boulevard of wet dreams, glued to your small TV. Though it's all Voll. Was ist nicht? Bei Busse musst du hier längs, wa? Hinter dem PKW. Ja, ja. Kommen Sie doch raus, reicht doch, ne? Sie haben Ihren Da kommen wir Zielort raus. erreicht. Der Muddus Nationalpark ist gleichzeitig der nördlichste Punkt unserer Reise. Nachdem wir nun ziemlich unspektakulär den Polarkreis überquert haben und über eine grenzwerte Schotterpiste hierher gefahren sind, haben wir den Muddus Nationalpark erreicht. Und heute haben wir wieder eine etwas größere Wanderung vor. Wir wollen hier zum Muddus Fallet. Der Wanderweg ist etwa 13,5 Kilometer lang und hat 458 Höhenmeter. Ob wir als in die Jahre gekommene Flachland-Tiroler diese Herausforderungen packen oder zwischendurch an die Herz-Lungen-Maschine müssen, werden wir sehen. Ja, Detmar holt noch die Wanderstöcke, sicher ist sicher. Und dann würde ich sagen, auf geht's und euch nehmen wir wieder gerne mit. Size me up like a stroke of love. All the cards have been played, haven't they? An exponierten Stellen liegt noch Schnee. Wir haben heute so 7 Grad, aber das Wetter ist angenehm, die Sonne kommt öfter mal raus. Natürlich immer über Wurzeln und Steine. Man muss schon ganz schön gucken, wo man hintritt. Was ist das für Moos? Vielleicht kann mir das jemand sagen. Detmar macht den Bohlentester.
So eine herrliche Natur hier. Außer dem Wind in den Bäumen hört man gar nichts. Sieht aber ein bisschen morsch aus. Da muss das mal wieder vorgehen. Okay, ich komme. Hier muss aber dringend was gemacht werden. Aber naja, gut. Vielleicht haben sie es ja auch noch vor der Saison. Tut man nicht alles für eine tolle Aussicht, ne? Ja. So, wir haben unsere Wanderung unbeschadet überstanden. Wir brauchten nicht wiederbelebt werden. Die Höhenmeter hörten sich schlimmer an, als sie waren, weil sich das über die ganze Strecke verteilt, immer zwischendurch wieder Abschnitte sind, die eben sind, wo man sich dann erholen kann. Also es läuft sich dahingehend eigentlich ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Außer Wurzeln und Steine. Steine, da muss man aufpassen, dass man nicht stolpert. Das liegt man lang im Dreck. Ist aber nicht passiert zum Glück. Ja, und jetzt erholen wir uns, machen es uns gemütlich. Wir werden hier auf dem Parkplatz auch übernachten. Hier sind Trockentoiletten in sehr gutem Zustand, Feuerstellen und kostenloses Feuerholz gibt es. Es gibt einen Brunnen, Ja, wo man Wasser ziehen kann. Ja, da werden wir den Tag jetzt ausklingen lassen. Eine Wanderung im Mudus Nationalpark ist auf jeden Fall zu empfehlen. Wer hier oben ist, sollte das mitnehmen. Diese wilde Landschaft, der gewaltige Wasserfall. ja, der Wasserfall, der ist schon sehenswert. Haben wir nicht bereut, dass wir die Nee, Mühen auf uns die genommen Mühen haben. haben sich gelohnt, ja. Gut, dann schließen wir den Tag damit. Macht's gut! Und zum Frühstück gibt es diesen Besuch auf dem Parkplatz. Guten Morgen! Das ist ja eine ganze Herde. Wir haben hier auf dem Parkplatz wunderbar geschlafen und haben gestern Abend noch einen richtig gemütlichen Abend am Feuer mit einem Ehepaar aus Thüringen verbracht. Falls ihr das Video seht, vielen Dank ihr zwei für den schönen Abend.
Es standen hier 5 Fahrzeuge zum Übernachten und die PKWs, die hier noch auf dem Parkplatz stehen, das sind alles Autos von Wanderern, die hier im Park auch übernachtet haben. Also dahingehend war es hier auf dem Parkplatz ruhig die Nacht. Kann ich empfehlen, weil man hier wirklich alles hat, was man braucht. Feuerholz liegt jede Menge hier, man kann es hier richtig gemütlich machen. Und jetzt fahren wir weiter zu einem ganz besonderen Highlight unserer Reise. Wir besuchen eine Husky Farm. Vom Mudus Nationalpark fahren wir südwärts zur Husky Farm Wieje-Jaure bei Arvidsjaur. Dieses Wasserkraftwerk in der Nähe von Jokkmokk wurde von 2 samischen Künstlern mit traditionellen Kunstwerken dekoriert. An einer Tankstelle in Jokkmokk muss Detmar erstmal die Scheibe putzen, damit die Beifahrerin wieder filmen kann. In 300 Metern biegen Sie rechts ab. Links rechts. Da sieht man von beiden Seiten. Hängt doch ein deutscher Fahne. Achso, die andere ja auch. Das passt schon mit dem Karbusel. Schulze Neumann stand hier. Oh. 2, 4, 6. Ich sehe auch schon Uschi. Überall 2. Ja, hallo, willkommen auf der Husky Farm Wieje-Jaure. Wir sind hier in der Nähe von Soschede und diese Husky Farm wird geführt von Uschi und Steffen, 2 deutschen Auswanderern. Ganz liebe Gastgeber. Wir haben eben mit Uschi hier schön Kaffee getrunken am Feuer in der Grillhütte und wir dürfen nachher noch an der Hundefütterung teilnehmen. Die filmen wir dann auch. Ich verlinke mal die Daten. Hier kann man nämlich mit dem Wohnmobil stehen und es gibt auch 2 Gästehütten. Uschi hat uns vorhin beim Kaffee auch viel Interessantes erzählt über ihr Leben hier in Schweden, über die Arbeit mit den Schlittenhunden. Also wir haben viel Neues gelernt. Es war sehr unterhaltsam und es ist ganz toll, wie viel Zeit sie sich für ihre Gäste nimmt. Es gibt Platz für maximal 2 Wohnmobile. Unbedingt vorher anrufen. So ein tolles Gästebad hat man hier. Fühlt man sich ja wie zu Hause. Mehr Fleisch, weniger Fleisch, kommt immer ganz drauf an. Und was ist da sonst noch so drin? Trockenfutter und Öl und ja, so. Einfach sag ich so, ja klar, ist einfach. Ja, wir haben schon mehrere Sachen im Futterwagen gelandet und ich habe dann drin gehabt. Man muss die beste Variante ja, ausprobieren. aber das kommt zieht unten runter. Ja, das ja lang. Und ganz genau. Dann stehen die immer an demselben Platz, wo die das Futter kriegen. Also wenn ich es alleine mache, ich habe bloß 2 Hände, dann weiß ich genau, er kriegt ein bisschen mehr und er kriegt weniger, weil er es nicht so viel frisst. Ja. Ja, und dann die Namen stehen hier überall oben dran. Der Hannes und Viktor. Ja, genau. Das sind Hannes und Viktor. Hier leben 38 Schlittenhunde und 3 Haushunde. Wenn Uschi von ihren Hunden erzählt, leuchten ihre Augen und man merkt, dass sie mit Herz und Seele dabei ist. Ich mache ja schon mit beiden Händen jetzt. Ja.
Uschi Schulze und Steffen Neumann sind vor 21 Jahren mit ihren Hunden nach Schweden ausgewandert. Die Arbeit ist hart, aber dieses Leben in der schwedischen Wildnis möchten beide unter keinen Umständen mit irgendetwas tauschen. Aber keine Bohne. Ist an. Ihr zwei Racker. Ihr zwei Racker. Ja, nicht so rumhopsen, dann kommt das Essen wieder raus. Nicht so rumhopsen, dann kommt das Essen wieder raus. Die anderen sind eifersüchtig. Ja, Wir klar. können nicht alle gleichzeitig sein. Das ist es ja. Na, wonach rieche ich denn? Auch nach Hund. Gestern war auch ein Hund an mir dran. Das ist ja gut. Wir werden mal gehen, wir machen die anderen Hunde verrückt. Im nächsten Teil besuchen wir den Döderfallet, zu Deutsch Toten Wasserfall, den noch sehr lebendigen Helvetesfallet, zu Deutsch Höllenwasserfall, und diese außergewöhnliche Springquelle.